Das ist der neue A350 Flugsimulator. Heute schauen wir uns an, was es alles braucht, bis der Flugsimulator hier steht und wie er funktioniert. Willkommen zu Swiss Behind the Wings. Mein Name ist Michael Stief und in der heutigen Folge erfahren wir, was es eigentlich alles braucht, bis so ein Simulator hier in der Schweiz ist, wie er operiert wird und am Schluss machen wir sogar noch einen kurzen Rundflug. Gut, dann gehen wir jetzt rein und treffen den Dustin Meister. Er ist Simulatorleiter. Komm mit. Hallo Dustin. Hallo Michael. Michael, ciao. Du zeigst uns jetzt also mal den Simulator. Genau, ich tue euch auch herzlich willkommen heißen bei uns im LAT in Opfiken und zeige euch heute unsere Simulatoren. Okay, super. Bin gespannt. Also, dann zeige ich euch jetzt noch kurz schnell das Gebäude, bevor wir nachher zu den Simulatoren gehen. Okay, super, gerne, ja. Da kommen wir jetzt eigentlich zu unseren Mock-ups. Oh, wow. Da wird eigentlich das Emergency Training nach einer Notwasserung oder Notlandung. Da ist noch so eine Tür. A350 Door Trainer. Ah. Also hier werden dann Cabin Crews trainieren, die Tür auf und zu zu machen. Nicht nur Cabin Crews, sondern auch Cockpit Crews. Wir natürlich hier ja, logisch. das Türchen aufmachen von unserem Flieger. Und die müssen das hier natürlich zerstören. Ja. Was ist denn das? Das ist ein 220 Nachbild. Da wird eigentlich auch das Emergency Evacuation Training trainiert und natürlich auch wie Crews agieren müssen im Flieger. Und jetzt gehen wir mal über in die nächste Halle. Gut. Und schauen wir, was wir dort sind. Freuen wir uns. Also hier ist eine ganze Reihe an Simulatoren hier. Ganz genau. Wir haben insgesamt 8 Full-Flight-Simulatoren bei uns im Gebäude und einen Fixed-Base-Trainer, FTD, der einen A320 simuliert. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel den A330 340 von der Swiss und Edelweiss, wo jetzt langsam Cockpit-Crews überwechseln zum A350. Oh. Wir sehen jetzt auch gerade, der ist im Training. Der ist im Training? Ganz genau. Aber das so erkennen wir, dass die Motion-Plattform ausgefahren ist. Und wenn man ganz genau anschaut, macht er jetzt so leichte Bewegungen. Ah ja? Okay, und du hast ja vorhin gesagt, das ist jetzt eben der A330, A340. Ganz genau. Und der Nachfolger ist? Der A350, selbstverständlich. Super. Und den schauen wir uns jetzt schnell an. Noch mehr Simulatoren hier. Cool. Der glänzt ja noch richtig, also wirklich ganz brandneu. Hat er noch schon aufpoliert? Ja. Wie kommt der daher? Fliegen kann er ja nicht? Nein, der kommt eigentlich auf dem Schiff hier an. Insgesamt sind es 5 Seekontainer vorgesehen, wo der Simulator angeliefert worden ist. Und grundsätzlich sind wir mit den Lastwagen auf den Parkplatz gefahren, haben draussen alles abgeladen und in Einzelteile eigentlich reingebracht. Das Ganze ist hier durch die grosse Tür reingekommen. Grundsätzlich kann man aber auch sagen, das Schiff an sich ist eigentlich im Großen und Ganzen schon fertig montiert gekommen. Nur der grosse Visual Dome, der halbrunde Kreis, den man hier vorne dran sieht, ist eigentlich hier montiert worden und zusammengebaut worden. Und die ganzen Verschalungen aussen durch. Aber das Hauptschiff mit dem Cockpit drinnen ist ja so schon angeliefert worden. Wir haben den Simulator vom CAE. CAE ist einer der grössten Simulatorenhersteller, die es gibt in der Welt. Wir haben aber das Datenpaket von Airbus gekauft. Also die ganze Simulation, die im Hintergrund läuft mit dem Flugmodell, auch alle Malfunction, die wir einspielen können, sowie auch das ganze Cockpit, das hier im Simulator drin ist eigentlich ein Original A350 Cockpit. Das kommt von Airbus? Ganz genau. Das sind alles Airbus-Originalteile. Also theoretisch, wenn jetzt bei euch in Zürich am Flughafen ein Overhead-Panel kaputt geht, können wir das bei uns ausbauen und bei euch einbauen. Ah, okay. Das ist wirklich zertifiziert, ganz original? Ganz genau. Natürlich die ganzen Kabel, die man sieht, die ganze Technik muss verkabelt werden zu unserem Computerraum. Können wir uns das schnell anschauen? Natürlich. Das ist jetzt also behind the scenes vom Simulator. Und wir sehen jetzt schon alleine heute an der Technik ist alles ein bisschen besser geworden. Wir sind kleiner unterwegs im Vergleich zu vor 10 Jahren, wo wir noch ein ganzes Rack voll Computer hatten. Haben wir das Ganze ein bisschen reduziert aufs Nötigste. Also ich bin schon ganz aufgeregt. Es sieht schon alles so ganz neu aus. Jetzt bin ich auch gespannt, ob das hier wie in einem neuen Auto schmeckt. Hast du gerne überzeugen davon? Es schmeckt, doch. Es schmeckt also wie in einem neuen Auto. Ich könnte mir das ein bisschen vorstellen. Ganz toll.
Wow. Gibt es jetzt irgendetwas, wo du sagst, ja, das ist jetzt total neu und speziell am A350-Simulator gegenüber dem Automodell? Ich meine, wenn wir jetzt hier einmal reinschauen, ist das im Vergleich zu einem Simulator, einem Classic-Simulator, viel aufgeräumter. Das sind unsere Interface-Karten, die früher doppelt so groß sind. Also das ist jetzt die grosse Frage natürlich, können wir mal einen Rundflug machen? Selbstverständlich. Also jetzt sehen wir da raus, es ist wirklich faszinierend, es sieht wirklich super echt aus. Wir stehen hier auf der Piste 28 Ganz genau. in Zürich. Ist das jetzt eigentlich ein grosser Bildschirm, wo wir da drauf schauen, oder wie ist das gemacht? Wir schauen hier außen eigentlich auf einen Spiegel. Ein Spiegel? Das Bild, das wir eigentlich sehen, wird hier oben über unserem Kopf projiziert auf einen sogenannten Backscreen. Und dort wird drauf mit Projektoren das Bild projiziert. Wir haben 3 Kanäle. Einmal für den Center, einmal rechts und einmal links. Und in der Mitte haben wir dann so eine Überlaufzone von jedem Kanal. So, das ist dann jetzt die grosse Stunde. Gehen wir mal auf einen Rundflug. Natürlich. Du darfst dich sehr gerne anschnallen, Ja. damit du das Gefühl ein bisschen kriegst. Ja, gut. So, Legen wir sehr los. gespannt. Das ist wirklich, jetzt bin ich das erste Mal am A350-Simulator, das finde ich auch cool. Jetzt gehen wir zuerst einmal bis zu den ersten Strichchen beschleunigen. Ja, Einfach noch leicht schilken. ja, Das Ja. sieht gut aus. Dann kannst du ihn jetzt ganz vorne schieben. okay. Let's go. Jetzt muss ich schauen, bis wir Bis wir die 140 die Knoten 140 Knoten haben. Ja, genau, okay. Das ist aufregend irgendwie, wirklich. Aha, okay. haben. Seid es dann auch nochmal? Und V1. jetzt rotate. Ja, Okay. 10 Grad, wirklich auf 10 Grad. Okay, jetzt habe ich jetzt 10, viel. ja, genau. Okay. Jawohl. Oh mein Gott, mit Flügen, das ist ja Wahnsinn. Hier ab. Gear up, okay, gut. Dual input. Ich helfe dir schnell ein bisschen. Das ist also gar nicht ohne. So. Jetzt haben wir da den Zürichsee dort, oder was? Ich fliege da so ein bisschen am Dings vorbei, aber der Wille zählt, finde ich. Es ist, ja. Also es ist faszinierend, weil es ist wirklich, es sieht total echt, also ja, ich habe wirklich das Gefühl, wir sind in Luft, wegen dem bin ich auch leicht nervös. Jetzt würden wir eigentlich schon wieder Ja. richtig eindrehen, Richtung Zürich. Ich würde mal den Sinkflug einleiten. Gehen wir 7000 Fuß. Also es ist schon krass, man hat wirklich das Gefühl, wenn man so dreht, es tut, also weißt du, eben so das Gefühl, es tut dem Sitz drücken dabei. Ja. Kann ja gar nicht. Ja, es ist Also Wahnsinn, wirklich. halt wirklich gut simuliert. Ja. Schön, mit den Bergen, voll. Wenn wir Klappe fahren. Ja, aber sogar der Sound hast du von der Klappe. Ja. Wahnsinn. Ja. Das wäre jetzt Genau, so. Und jetzt Gear Down. genau. Und Gear Down. Genau. Gut, dann kannst du jetzt Flaps 3 fahren. Flaps 3. Gut. Muss also schon recht konzentrieren hier. He? Ja. 120. 100. 70. 60. 50. 40. So. 30. 20. Retard. 10. 5. Und jetzt fast Also Reverse. Reverse fast gell. That's it. Willkommen in Zürich. Ja, merci vielmals. Dankeschön. Ja, cool. Also, ja, ich freue mich für all die Pilotinnen und Piloten, die jetzt mit dem Ja. sich hier ausbilden. Ja, der Simulator der ist ready. Ich habe ganz ein gutes Gefühl für unsere Besatzungen. Im nächsten Teil werden wir dann beim ersten offiziellen Ausbildungsflug auf diesem Simulator dabei sein. Schön, seid ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.